Eine Szene wie aus Alfred Hitchcocks Film Die Vögel. Ein Mensch läuft allein am Waldrand und wird hinterrücks von einem herabstürzenden Greifvogel attackiert. Die scharfen Krallen schlagen in die Kopfhaut, Blut spritzt. Krasses Verhalten. Der Jogger oder der Mensch, der sich in der Nähe des Nestes bewegt, ist ein vermeintlicher Feind. Was auf den Laien wie ein Angriff wirkt, ist in Wirklichkeit nur Fürsorge für ihre vermeintlich gefährdete Brut. Besonders Mäusebussarde reagieren dann mit aggressivem Verhalten. Es sind vor allem die kleinen Waldgebiete mit angrenzenden offenen Landschaften, die sie bewohnen und wo sie die Nahrung für ihren Nachwuchs suchen, erklärt Greifvogelkenner Martin Hormann. Mäusebussarde sind besonders fürsorglich und gerade auch in diesem Jahr haben Mäusebussarde einen sehr schwierigen Job, weil es wenig Nahrung gibt. Also die Mäusepopulation ist sehr klein, man nennt das Mäusegradation, die ist ausgeblieben und deswegen müssen die unglaublich viel leisten, um die Jungen im Nest überhaupt versorgen zu können. Denn allein in Hessen brüten mehr als 8000 Elternpaare. Wer in der Brutzeit am Waldrand in der Nähe eines Horstes vorbeijoggt, muss von Ende Mai bis Mitte Juli mit einer Attacke rechnen. Insbesondere halt in der Ästlingsphase, wenn die Jungen aus dem Nest kommen. Das können 2 bis 4 Jungvögel sein. Die verteilen sich dann im Nestumfeld im Radius von 100 Meter, betteln dann auch sehr laut, werden von den Alten gefüttert. Und das ist die Phase, wo die Altvögel ja auch mal aggressiv reagieren können. Aber das ist in der Natur bei den Arten nichts Besonderes. Wir haben auch andere Arten, die ihre Jungen verteidigen. Das macht der Waldkauz, der fliegt Scheinangriffe. Spaziergänger sind weniger gefährdet. Der Auslösereiz für Attacken sind in der Regel schnelle Bewegungen, wie beim Radfahren oder Joggen. Die Attacken, die er dann fliegt, die kommen oft für den Jogger oder den Radfahrer ja relativ überraschend, weil er von hinten angreift. Und er sieht dann immer die höchste Stelle des Joggers und das ist der Kopf. Da hilft nicht viel, um einen Angriff abzuwehren, außer Joggen mit Stock. Dass solche Fälle in den letzten Jahren zunehmen, liegt aber nicht an einer wachsenden Aggressivität der Vögel, sondern an uns Menschen. Weil auch der Wald stärker frequentiert wird, gerade auch durch Corona, haben viele Menschen den Wald neu entdeckt. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren auch mehr Konfliktfälle mit Mäusebussarden, aber dennoch im ganz minimalen Bereich. Es bleibt ein Ausnahmeereignis, dass sowas geschieht. Also mit Hitchcock hat es wenig zu tun. Sein Tipp? Wenn man weiß, dass Bussarde ihr Nest waldrandnah verteidigen, ja, dann nimmt man einfach Abstand oder ja, geht Schritttempo. Noch bis Mitte Juli bitte Rücksicht nehmen auf die Greifvögel am Waldrand. Dann ist der Spuk vorbei. Bis zum nächsten Jahr. Aber ein bisschen wollen wir diesen Spuk noch verlängern. Wir wollen einfach noch ein bisschen mehr Rat geben dazu und das Phänomen besser verstehen. Bei uns ist Bernd Petri, Vogelexperte vom NABU. Hallo. Hallo. Sie haben schon von vielen solchen Attacken gehört. Wie gefährlich sind die aus Ihrer Erfahrung? In der Regel gehen solche Attacken glimpflich aus. Das heißt, so ein Mäusebussard, der stört sich an dieser hektischen Bewegung. Und für ihn ist das eigentlich eine Bedrohung seiner Jungvögel, auch selbst wenn die noch im Nest sind und dann, wenn sie die ersten Tage ausfliegen. Also er fühlt die Jungvögel bedroht und dann fliegt er in der Nähe dieses Joggers dann vorbei. Also ein echter Angriff ist eigentlich selten der Fall. Das ist eher die Ausnahme. Aber wenn es passiert, wir haben ja hier mal einen ausgestopften Bussard stehen. Als ich den das erste Mal eben gesehen habe, als ich ins Studio gekommen bin, dachte ich, ganz schön groß. Ja, und der also, ist noch so in Anführungszeichen eingeklappt. Ja, also das ist so von der Schwanzspitze bis zur Schnabelspitze ungefähr 60 Zentimeter. Wenn er aber die Flügel auseinander nimmt, das sind dann schon mal 1,20 Meter Spannweite. Der Vogel wiegt 1 Kilo, kann sogar noch schwerer werden, so ein Bussardweibchen. Und wenn das dann Ganze einschlägt, das heißt also, der Vogel kommt eigentlich immer von hinten. Und wenn es wirklich so ist, dass man getroffen wird, dann ist das schon sehr schmerzlich und das ist eine echte Wunde, die dann da gerissen wird. Und da muss man dann auch tatsächlich zum Arzt gehen, weil da ja auch vielleicht sich was infizieren kann. Auf jeden Fall, weil diese Krallen hier, dieses Bussards, die sind ja sehr, sehr scharf, messerscharf. Ja, und damit reißt er die Haut auf. Und normalerweise fängt er eben mit diesen Krallen Mäuse, das ist die Hauptnahrung. Und die Mäuse können ja auch eine Krankheit haben. Und insofern ist es
unbedingt ratsam, dann einen Arzt aufzusuchen. Apropos ratsam, Joggen im Wald mit Stock klang eben an dem Beitrag, ist ein bisschen unrealistisch, glaube ich. Ja. Wie ist es denn mit Kopfbedeckung? Würden die schützen? Also ein Hut in dem Fall ist auf jeden Fall gut, aber der normale Jogger läuft natürlich auch nicht unbedingt mit Hut oder Kopfbedeckung. Wichtig ist, wenn so etwas einem begegnet, dass man sofort die Ordnungsämter einer Kommune oder einer Stadt informiert. Dann können die Maßnahmen ergreifen, Schilder aufstellen, Wege sperren etc. Also allein der Warnhinweis an die anderen Jogger und Joggerinnen einfach, dass hier eine Gefahr droht, ist schon mal sehr gut. Und es gibt ja diese Schilder tatsächlich, die dann aufgestellt werden, haben wir im Beitrag ja auch gesehen. Oder Fahrradfahrer könnten einen Helm tragen. Genau, Fahrradfahrer sollen ja sowieso einen Helm tragen und der schützt dann natürlich auf jeden Fall. Es gibt ja noch andere Vögel, die Attacken fliegen. Der Waldkauz wurde schon erwähnt. Vor welchen Vögeln müsste man sich noch schützen in diesen Tagen? Alle die nachts einsam durch die Wälder streifen, die müssen natürlich vor Wildschweinen aufpassen, aber auch vor dem Uhu. Ja, und Eulen können sehr gefährlich sein. Aber was jetzt in den heißen Sommertagen wirklich wichtig ist, sind die Botschaft an alle Badegäste. Dort, wo Höckerschwäne zum Beispiel, also die Schwäne mit ihren Jungen über den See tuckern, also bitte nicht die Wege kreuzen und die irgendwie provozieren. Wenn so ein Schwan 14 Kilo schwer, ja, mit 2,40 Meter Flügelspannweite, wenn der aggressiv wird, auf Menschen zugeht, vor allem im Wasser, kann das ganz, ganz schlimme Folgen haben. Es gibt weltweit auch immer wieder dokumentierte Fälle von ertrinkenden Menschen. Also einfach mal Abstand halten zu den Tieren. Andererseits, manche Leute füttern sie. Das ist ein Grundproblem, also dass die Menschen aus falscher Tierliebe diese Tiere füttern, dann hat man mal nichts dabei oder andere haben nichts dabei, da kommen die Schwäne immer näher, dann kommen gefährliche Situationen, Spannungssituationen. Also ein wichtiger Rat an alle an diesen Gewässern, wo die Menschen schwimmen, bitte nicht füttern, die Tiere nicht füttern, das ist ganz wesentlich. Nochmal zurück zu den Vögeln, die einen aus der Luft attackieren. Wenn man so eine Attacke tatsächlich erlebt hat, wie weit muss man eigentlich flüchten, um in Sicherheit zu sein? Ja, also in der Regel so am Waldrand, da wo die Bussarde aktiv sind, wenn man so 100 Meter sich entfernt, dann ist schon mal gut. Und dann in dem Moment einfach aufhören zu joggen und sich ruhig verhalten und langsam aus diesem Gebiet herausgehen. 100 Meter, dann ist man aus diesem kritischen Feld heraus. Und die Leute, die jetzt so an die Nordsee fahren oder in die Ostsee, da gibt es Möwen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil die stibitzen gerne mal das Eis oder eben auch ein Fischbrötchen. Also, die sind schon recht aggressiv, diese Tiere. Aber eigentlich sind es ja wir Menschen, die ihnen zu nahe kommen. Absolut. Und dann wehren die sich eben, weil sie halt ihre Brut verteidigen müssen. Oder die im Fall der Lebensräume Möwen werden immer enger, haben. für die Tiere. Und deswegen kommt es immer häufiger zu diesen Konflikten. Bernd Petri, danke schön, dass Sie uns über diese Konflikte berichtet haben und wie wir uns verhalten sollen. Danke Ihnen. Gerne.